Ich möchte mich heute dem Thema widmen: Ist eine Marmelade ohne Zucker haltbar? Denn diese Frage kommt immer wieder auf. Kümmern wir uns erstmal um die Haltbarkeit. Es gibt beim Einkochen zwei Momente der Haltbarkeit. Einmal, wie lange ist das, was ich einkoche, haltbar bis zu dem Punkt, wo ich das Glas öffne? Und wie lange ist das Ganze haltbar, wenn das Glas offen ist? Und wenn wir über Marmelade reden, ist uns ja wichtig, dass die Marmelade, wenn wir sie aufmachen, gut ist. Das heißt, in diesem Falle geht es eigentlich um die Sorge, wenn ich die Marmelade abgefüllt habe, ist die dann in 6 Wochen oder einem halben Jahr noch genießbar, wenn ich sie aufmache. Und wenn wir uns diesen Punkt angucken, dann kann man ohne weiteres sagen, jede Frucht ist eigentlich fast unbegrenzt haltbar, wenn sie korrekt eingekocht wird und korrekt abgefüllt wird, und zwar ohne Zucker. Man kann theoretisch einfach Kirschen, entsteinte Kirschen nehmen oder auch mit Stein, ist ganz egal. Diese Kirschen mal ordentlich erhitzen, anständig abfüllen, Deckel drauf und zumachen und die wären fast unendlich haltbar. Also das älteste Einkochglas ist ein Glas Kirschen. Das steht da seit über 100 Jahren und es sieht zwar nicht mehr schön aus, aber das Vakuum ist intakt und diese Kirschen sind theoretisch noch genießbar. Das heißt nicht, dass ich sie essen würde, aber es ist tatsächlich so, dass die noch haltbar sind. Schauen wir uns jetzt mal die Haltbarkeit nach dem Öffnen an, denn da spielt der Zucker jetzt tatsächlich eine Rolle. Der Zucker bindet nämlich Wasser und Wasser brauchen Mikroorganismen, um sich zu vermehren. Heißt, haben wir eine gute alte 1:1 Marmelade, das bedeutet den gleichen Anteil an Zucker wie der Anteil an Frucht, dann hat der Zucker so viel Flüssigkeit der Frucht gebunden, dass sich Mikroorganismen nicht vermehren können, beziehungsweise sie können weder wandern noch sich wirklich vermehren. Das heißt also, bei einer 1:1 Marmelade kann sich oben an der Oberfläche Schimmel bilden und dann hat man früher einen schönen Löffel genommen, weggeschmissen und die Marmelade weitergegessen. Die Marmelade kann zum Beispiel auch echt lange außerhalb des Kühlschranks stehen und das Einzige, wo sich Schimmel bilden kann, ist an der Oberfläche. Bei einem 2:1 Zucker haben wir 2 Teile Frucht und 1 Teil Zucker. Das heißt, hier ist der Zucker schon reduziert. Die Marmelade ist natürlich wie bei allem anderen haltbar so lange, bis man den Deckel aufmacht. Wenn man den Deckel aufmacht, haben wir jetzt die Situation, dass die Mikroorganismen sich immer noch bewegen können in der Marmelade, wenn sie denn mal drin sind. Das heißt, haben wir hier Schimmel, muss die ganze Marmelade weggeworfen werden. Das passiert nicht ganz so häufig. Wenn man die Marmelade nach dem Öffnen in den Kühlschrank stellt und einen sauberen Löffel nimmt, wenn man sie entnimmt, also nicht hier und dann rein in die Marmelade, das ist nicht so passend, weil da gibt es halt ein paar mehr Möglichkeiten zur Vermehrung von Mikroorganismen, aber vorausgesetzt, man arbeitet relativ sauber beim Entnehmen der Marmelade und tut sie schön danach wieder in den Kühlschrank, ist auch diese Marmelade relativ lange haltbar. Also zumindest ein paar Wochen sollte normalerweise kein Problem sein. Aber wie gesagt, ab in den Kühlschrank. Bei 3:1, ich wiederhole es nochmal, ist die Marmelade endlos haltbar, bis man sie aufmacht. In dem Moment, wo man sie aufmacht, muss auch diese Marmelade in den Kühlschrank. Und hier wird man sehen, dass die etwas anfälliger ist für unsaubere Löffel oder dass sie auch leichter mal schlecht wird, weil die Mikroorganismen sich schneller ansiedeln können, weil sie tatsächlich da ziemlich viel Wasser haben zum Vermehren. Bei 3:1 sind meistens Konservierungsstoffe zugesetzt, um das ein bisschen einzudämmen. Wenn man das nicht möchte, muss man halt damit leben, dass die Marmelade nach dem Öffnen wohlgemerkt nur noch ein paar Tage haltbar ist. Da eignen sich dann aber auch kleinere Gläser, weil dann kann man sie einfach schnell essen und das war's dann für die Haltbarkeit sowieso. Kommen wir jetzt aber mal wieder zu der Marmelade ohne Zucker. Der Trick bei dem Gelierzucker, den wir ja immer verwenden, ist, dass das Pektin, das wir zum Reagieren kriegen wollen, dazu dient, die Marmelade fest zu bekommen. Das ist nämlich das, worum es bei einer Marmelade eigentlich geht. Die Marmelade ist streichfähig. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie überhaupt diese Geschichte entsteht, dass Leute sagen, ohne Zucker geht es nicht.
Gehen wir mal ganz zurück an den Anfang. Man fand heraus, dass wenn man Frucht lange kocht, auch durch Zusatz von Zucker, diese Frucht plötzlich fest wird und geliert, was überhaupt dazu geführt hat, dass man diese Fruchtzubereitung auf Brot geschmiert hat. Das ist der Stoff Pektin. Pektin ist in vielen Früchten in größerer oder weniger Form enthalten, aber das Pektin braucht tatsächlich Zucker, um zum Reagieren gebracht zu werden. Früher hat man dann tatsächlich diese ganz simple 1:1 Marmelade gemacht, weil man brauchte diese Menge an Zucker, um die Früchte durch das Kochen dazu zu bringen, das Pektin rauszulösen und zum Reagieren zu bringen. Das heißt, deshalb gab es ewig lange Zeiten nur 1:1 Marmelade. Und da ist es auch so gewesen, man hat dann lange gekocht und dann hat man noch lange gekocht, da hat man noch lange gekocht und wenn man Pech hatte, ist es gar nicht geliert. Später merkte man dann, das liegt am Pektin und hat Pektin zugeführt. Das heißt, man konnte zum Beispiel, kann man auch heute noch machen, aus Holzäpfeln, leicht unreife Äpfel enthalten sehr viel Pektin, das kann man rausziehen. Mache ich auch manchmal. Ich habe hier zum Beispiel aus Holzäpfeln Pektin entzogen. Das ist sehr pektinreich und wenn ich jetzt Pektin brauche, kann ich das einfach mit zukippen und hoffen, dass die Marmelade dann geliert. Aber auch hier braucht die Marmelade Zucker, damit dieses Pektin reagiert. Die Industrie hat dann so in den 60ern, 70ern, denke ich mal, insofern darauf reagiert, dass sie einen Zucker entwickelt hat, wo schon Pektin drin war. Und das führt dazu, dass die Leute denken, sie brauchen Zucker, um Marmelade herzustellen. Je nachdem, welchen Zucker man nimmt, ob nun 1:1, 2:1 oder 3:1, ist das Pektin und der Zucker bereits so abgestimmt, dass die Menge an Zucker, egal welche Früchte man nimmt, dazu führt, dass man gelieren kann. Das heißt aber nicht, dass der Zucker notwendig ist, um eine Marmelade zu machen. Denn inzwischen hat sich die Welt ja weiterentwickelt und wir haben derzeit relativ viele Geliermittel, mit denen wir Frucht auch festkriegen ohne Zucker. Früher gab es bereits die Information, dass man mit Johannisbrotkernmehl zum Beispiel ebenfalls verdicken kann und das braucht gar nichts. Das wird einfach dick. Das heißt, das kann man theoretisch in einen Fruchtmus reintun und dann wird er beim Aufkochen dick, kann heiß abgefüllt werden und ist danach eine streichfähige Fruchtmischung, die wir ja haben wollen für Marmelade. Heute haben wir noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Heute gibt es Agar-Agar und wir haben Veilwurzstärke. Das kriegt man heute. Früher war das ein bisschen schwierig, solche Sachen zu bekommen. Damit kann man mechanisch verdicken. Das heißt, man braucht keinen Zucker, um die Marmelade zum Streichen zu bringen, streichfähig zu machen. So, jetzt haben wir allerdings hier ein Thema der Konsistenz. Manche Leute mögen kein Agar-Agar. Manche mögen kein Johannisbrotkernmehl, weil sie da sagen, das schmeckt pappig. Und auch da haben sich inzwischen Leute drum gekümmert. Da gibt es nämlich zum Beispiel, habe ich gerade bei DM, wohlgemerkt, von eigenem Geld erstanden und ich wurde nicht dafür bezahlt und getestet habe ich es auch nicht, ich empfehle es also noch nicht, eine Mai-Bio-Gelierhilfe. Sehr interessant eigentlich, denn, jetzt kommt die Brille, diese Gelierhilfe ist extra für zuckerfreie Fruchtaufstriche und wir schauen uns mal die Zutaten an. Das ist nämlich wirklich sehr interessant. Wir haben da drin Kartoffelstärke. Das hat eine ganz spezielle Art von Konsistenz, bestimmte Stärkesorten. Übrigens, es eignen sich nicht alle Stärkesorten zum Gelieren. Mehl sollte man nicht verwenden, aber bestimmte Kartoffelstärkesorten und so eignen sich, muss man sich halt ein bisschen erkundigen. Dann ist Veilwurzmehl drin. Dann Agar-Agar und Pektin. Bei dem Pektin gehe ich davon aus, dass es ein Pektin ist, das tatsächlich bei sehr wenig Zucker reagiert, denn wir haben in diesem Falle, im schlimmsten Fall, nur den Zucker von den Früchten. Aber sie haben hier tatsächlich viele Geliermittel in eins gemacht und ich gehe davon aus, dass man wahrscheinlich, wenn man dieses hier benutzt,
man eine wirklich relativ pektinartige Konsistenz in der Marmelade bekommt. Ich werde das austesten, mal gucken, was draus wird. Aber sowas kriegt man, wie gesagt, inzwischen fast überall. Und da sollte man sich auch dran halten, weil da weiß man einfach, dass das, was da drin ist, auch wirklich geeignet ist für Obst. Und auch da ist die Marmelade so lange haltbar, bis man sie aufmacht. Hier haben wir auch keine Konservierungsstoffe drin und nichts. Das heißt, am besten kleinere Gläser nehmen und möglichst bald verbrauchen. Also um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, man kann Marmelade ohne Zucker kochen. Wir haben ganz viele Möglichkeiten dafür. Man muss halt gucken, was einem am besten passt. Und in dem Sinne wünsche ich euch dabei ganz, ganz viel Spaß. Testet aus, probiert es. Es ist wirklich relativ einfach. Und wie gesagt, auch wenn man auf so ganz normale Sachen hier zurückgreift, da steht auch immer schön drauf, wie es geht. Ist super. Also, legt los, viel Spaß, zuckerfrei, yeah. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit.